Marius, wir haben uns sehen Nummer 128 in Glaubenslieder. Ich dachte ein klein bisschen und das Leid, wir haben nicht wirklich Himmelfahrtslieder an de Beker. Und das ist ein Leid, was mir anscheinend leid ist, weil je seht ja in Himmelfahrt, dass er ging uns die Städterei zu merken und wir uns ein Haus holen. So wir uns das Leid singen Nummer 128. Es geht nach Haus zum Vaterhaus, wer weiß, vielleicht schon morgen. Vorbei, mein Herz ist dann der Schmerz und die Sünd und Sorgen. Es geht nach Haus, wer weiß, vielleicht schon morgen. Es geht nach Haus, wer weiß, vielleicht schon morgen. Du müdes Kind, die Straßen sind dort golden, rein und sonnig, und in Freud vertreibt dein Leid und Lieder süß und vornehm. Es geht nach Haus, wer weiß, vielleicht schon morgen. Es geht nach Haus, wer weiß, vielleicht schon morgen. Die gläubig flehen mit Tränen sehen, sie sind im Herrn geborgen. Ins Heim so traut, dass Gott gewahrt, ziehen wir vielleicht schon morgen. Es geht nach Haus, wer weiß, vielleicht schon morgen. Es geht nach Haus, wer weiß, vielleicht schon morgen. O Gnadenfort, du sel'ger Ort, wo uns darf nichts mehr schaden. Da wird viel Freude und Herrlichkeit in der Zukunft geladen. Es geht nach Haus, wer weiß, vielleicht schon morgen. Es geht nach Haus, wer weiß, vielleicht schon morgen. Nummer 112. Wenn der Heiland als König erscheint und die Seinen als Erlösten im Himmel vereint. Oh, dann werden sie glänzen wie die Sterne so rein in des Heilandes Krone, ja.
wird sammeln zur heiligen Stadt. All die Seelen, die im Blute sich waschen, recht glatt. Oh, dann werden sie glänzen wie die Sterne so rein. In das Heiland des Krone als Himmelgestein. Und die Kindlein zieht an die Brust, die ihm kindlich ihren Herzen ihr schenken voll Lust. Oh, dann werden sie glänzen wie die Sterne so rein. In das Heiland des Krone als Himmelgestein. Drum ihr Großen und ihr Kleinen, gebt Jesu das Fest. Er macht selig, er macht herrlich, er führt Himmelfahrt. Oh, dann werden sie glänzen wie die Sterne so rein. In das Heiland des Krone als Himmelgestein. Goedemorgen. Ist das nicht wundervoll? Ich kann so eine Leiter sehen zum Beginn des Gottesdienstes. Wir werden hier ein paar Verse lesen in Psalm 112. Wohl dem, den den Herrn fürchtet, der große Lust hat zu seinen Geboten. Das Same wird gewaltig sein auf Erden. Das Geschlecht der Frommen wird gesegnet sein. Reichtum und Fülle wird in ihrem Hause sein und ihre Gerechtigkeit bleibt ewiglich. Das ist eine ganze Anspornung, nicht wahr? Man sagt wohl dem, glücklich, als die, wer den Herrn fürchten wird, und wir große Lust auf die Gott seine Geboten. Das ist ein Wohl. Man sagt, das Same wird gewaltig sein auf Erden. Dort wird ganz gewaltig sein. Mit so einem, was für den Herrn leben wird. Als ein Zeuge Gottes, wir sehen durch die Bibel, Zeugen Gottes, wat de han hingen loten en wie gewaltig dat als je was en wie gewaltig dat von der noch vor uns ist. All diese Zeugen vor uns. Das sagt, dass die Geschlecht der Frommen wird gesegnet sein. Das redet von gesehenen Menschen. Wohnt, sagt die gesehene Menschen. Gesehene Menschen sind die, die fromm sind, die den Herrn fürchten. So sagt wie von der, ja, von den gesehenen Menschen. En der Gerechtigkeit wird ewiglich bleiben. Wollen wir uns an Gott houden. Wat van verrij. Goed, van jou is donderdag. Een bijzondere dag, ja. Und denken, wir uns Moment vieren, dass Jesus im Himmel gefahren, weil ich will nicht an Himmelfahrt reden, ich will nicht über Pancho was nachher reden, aber ich will ein klein bisschen was anheben, mit dem Wort Gottes, von der letzten Wehe, was Jesus redet, vorhin im Himmel fahren. Was misschien sehr wichtig und groß zu sein, und dann wollen wir zu durchchecken und sein. Fing mit wirklich so, was Jesus gesagt hat, und wenn wir mit der Eröffnung durch sind, dann klar geworden sein, ja, das ist ganz krass, was der Herr Jesus gesagt hat. Ich muss die erste 8 Verse lesen aus der Apostelgeschichte, Kapitel 1, von 1 bis 8. Apostelgeschichte, Kapitel 1, von 1 bis 8. Die erste Rede habe ich getan, lieber Theophilus, von alledem, dass Jesus anfängt, beides zu tun und zu lehren, bis an den Tag, der aufgenommen ward, nachdem den Aposteln, welche hatte erwählt, durch den Heiligen Geist Befehl getan hatte,
welchen er sich nach seinem Leiden lebendiger Zeit hat durch mancherlei Erweisungen und ließ sich sehen unter ihnen 40 Tage lang und redete mit ihnen vom Reich Gottes. Und als er sie versammelt hatte, befahl er ihnen, dass sie nicht von Jerusalem wichen, sondern warteten auf die Verheißung des Vaters, was ihr habt gehört, sprach er von mir. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Die aber so zusammengekommen waren, fragten ihn und sprachen, Herr, wirst du auf diese Zeit wieder aufrichten, das Reich Israel? Er sprach aber zu ihnen, es gebiert euch nicht, zu wissen, Zeit oder Stunde, was der Vater seiner Macht vorbehalten hat, sondern ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, was ihr auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein zu Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien bis an das Ende der Erde. Was so weit die Bibelausschnitt. So nun mal sein von dir, durch diese Wiedereröffnung, ist es wirklich so, was Jesus sagt, in den Fahrheim im Himmel für. Und wir finden es sehr klar, dass der Kreuz dort uitgefallen ist. Jesus, er sagt zu seinen Jüngern, zu seinen Aposteln, sagt er, dort, sondern wartet auf die Verheißung, sie sollen in Jerusalem bleiben und lürt nur die Verheißung. Was für eine Verheißung? Die Verheißung von der Ausgießung des Heiligen Geistes, lürt nur. Gut, nicht weg von Jerusalem, blieb dort. Und dann sagt es im 5. Vers, denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Das ist eine andere Taufe, wo man hier soll getauft werden. Da wird im Karten passieren, nicht lange nach diesen Tagen. Da wird passieren, dass die eine andere Taufe empfangen, als die Taufe des Johannes. Johannes hat mit Wasser taufen, sagt Jesus, aber sie sollen mit dem Heiligen Geist getauft werden, und das wird bald passieren. Und nach der 8. Vers, sondern ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Also die wollen eine Kraft empfangen. Da wird Gott ganz besonders kommen, was die empfangen wollen, welches auf euch kommen wird. Das Wort auf den kommen. Und aber ihr meine Zeugen sind zu Jerusalem und ganz Judäa und Samarien bis an das Ende der Erde. Das was passieren wird, wenn ihr diese Kraft empfangen wollen. Gut, nehmen wir von dem mal ein bisschen wieder in Apostelgeschichte uns vertiefen. Und sein erster wirklich tatsächlich passiert, wie Jesus sagte. Und der Antwort ist ja. Hier in der Apostelgeschichte geht es nicht mehr um die Wirten, um die Toten, sondern in die Feier Evangeliums gehen. In die Feier Evangeliums, wenn wir da durchlesen, dann finden wir viel von was Jesus geredet hat. Wir finden viel von was Jesus getan hat. Sein manches Wort hat Jesus geredet, dass Menschen sich wundern, was ist das für ein Mann, dass er das reden kann. Und manche Dort hat er getan, dass Menschen sich wundern, was ist das für ein Mann, der so eine Dort das tun kann. Und wenn dann ein schlechter Geist betrieben wird, dann sehen sie, dass durch die Teufel obersten driftet diese Kraft rein. Jesus macht das klar, das sind nicht Möglichkeiten, sonst dort. Das sind keine Möglichkeiten, dass die Teufel obersten wurden, die Teufel retrieben. Und so hat er manches durch das Evangelium geredet. Und nu fängt hier in der Apostelgeschichte, Lukas damit an und sagt, die erste Rede habe ich getan, lieber Theophilus. Noch die erste Rede. Also das Evangelium Lukas hat er geschrieben, ja. Der Rede ist getan worden, dass Jesus anfängt, beides zu tun und zu lehren. Da redet er von dieser Tod, was ich gerade sehe, ja. Jesus hat viel lernen und hat sehr viel Tod. Das hat er geredet. Aber, nu seht ihr dort, dass Jesus als nur der Auferstehung 40 Tage nach seinen Jüngern was der einmal war er frisch erschienen, wegen, um das festzustellen, dass er abgestoßen wird. Dass die Jünger nicht darum überzweifeln, dass Jesus abgestoßen wird. Und nun sehen wir hier wieder durch die Apostelgeschichte, hier sehen wir das Wirken von Jesus, nach war er krank so, aus Eier, ja, aber nicht mal Jesus seine Werden Toten, das er mit seinen Müll reden, das er mit seinen Hängen die Toten deed. Nu sehen wir hier durch den Heiligen Geist. Hij zei dat ganz klar sein, dass das wird passieren, der Heilige Geist wird kommen, und dann wird eine Kraft sein, und diese Kraft, die wird sich offenbaren. Und dann sehen wir dort, dass diese Kraft hat sich ganz buchstäblich so offenbart, als Jesus sein will. Und der Apostel, die werden angedont mit dem Geist, und so gingen sie wieder. Hier vor dem 2. Kapitel all, da finden wir diese Ausgießung.
aber dat Jesus zei, dat wordt bald wieder passieren. En dat passiert ook so ganz kort daarop. Im 2. Kapitel, die Ausgießung des Heiligen Geistes. Und da ist der Heilige Geist uitgegoten. Wie als Jesus zei, der Vater im Himmel, vor was passieren wird, dann fängt der Apostel an zu predigen. Da war einmal so ein vorsamer Petrus, was teruggebackt wir, was Vater über seine Brüder was wir, und seine behauptet hat, er wird Jesus nicht verloren. Wenn es sich ein bisschen darauf ankommt, dass er einmal sagt, nu kann doch passieren, dass ich will mal leiden, dann wird er Jesus verlieren. Dann kann er Jesus nicht mehr. Nun sehen wir, nur ich kann ihn nicht. Er fängt direkt an zu fluchen, den kann ich nicht. Weil das so ein vorsamer Petrus und sich mit dem Heiligen Geist angerufen wird, da wird er nicht mehr vorsam. Er hat keine Angst mehr. Dann ging er verweich. Und dann hat er predigen. Und wo hat er predigen? Hat er Menschen sein, tut Buße und lasst sich in jegliche Taufen auf den Namen Jesus Christus Vergebung der Sünden. So werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. So Petrus mir ganz vollständig mit seiner Predigt. Er sagt, weißt du was, Mana? Dort Buße. Die Mana, was die Jesus im Kreuz genäht haben, dort Buße und lasst ihn taufen auf die Vergebung der Sünden und dann wollt ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. So, was passiert? Krijg ist doch passiert. Da fangen die Menschen an früher an zu werden. Was hat Jesus gesagt? Dass ich war getaufen, also je wurden getauft worden, nicht mit Wasser, sondern mit dem Heiligen Geist. Und dann war je das wieder drehen, diese Botschaft. Nu drehen sie die Botschaft wieder, und was passiert? Menschen, die erst kalt werden, Menschen, die hart werden, die erkennen im Schicksal, die erkennen im Elend, und sie reden Buße, und sie fangen einmal Zeugen Jesu Christi an zu werden. Kijk, das passiert von dir noch. Dann waren Menschen, wenn die sich bekehren, dann immer fangen an zu zeugen, und dann teilen sie mit, was die Herren an zu tun haben. Ich frage das dir noch einem. Bist noch beständig geblieben, bist noch mutig, und da wird die kurz bekannt ist, sie sagen, jo, ich bin ganz mutig, und weiß was, mit die Mattel meine früher belebt. Gott sei Dank. So, wenn so eine Dinge passieren, dann können wir nicht anders sagen, dass es krank ist, Jesus sein, was passiert. Der Kraft von dem Heiligen Geist. Und dann, wenn wir dann ein bisschen wiedergehen, das ist Apostelgeschichte, das ist nicht ein Lehrbuch, Apostelgeschichte ist ein Geschichtenbuch, ja, von dem, was ich teuer gedruckt habe. Dann gehen wir ein bisschen wieder in Apostelgeschichte, 3. Kapitel, dann sehen wir das all, dass was von der Kraft offenbar wird durch die Apostel, die Kraft Gottes wird offenbar durch die Apostel, indem dort die Menschen geheilt werden. Die war in Loma. Weil immer war er für das Tempels Tier gebracht wird. Und ich wollte nicht weit gehen, ich wollte kurz ein bisschen Einzelheiten anheben, der Apostelgeschichte. Und Petrus, er sagte, das im selben Gott habe ich nicht. Fing wir in 3. Kapitel Vers. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Ich habe es. Dort, was ich habe, das gebe ich dir. Nur mal sein. Was ist er Petrus nicht kann? Selben Gott hat er nicht. Die anderen Leute selber der Gott. Das habe ich nicht. Aber dann sagt Petrus, was ich habe, das gebe ich dir. Was wird das? Im Namen Jesu Christi von Nazareth, steh auf und wandle. Das, was ich dir geben kann. Und das ist im Namen von Jesus von Nazareth. Du lass mal Mann stoppen und gehen mal. Und weißt du was? Das Menschen stehen ab und gehen. Stimmt das, was Jesus sagt, was passieren wird? Dass sie mit dem Heiligen Geist angerufen worden? Tatsächlich. So wird hier passiert. Das Dämonen stehen ab und die wandern ran. Gehen ein klein bisschen wieder im 4. Kapitel. Dann finden wir das all, dass im 3. Vers, dort, ich will die erste Vers lesen. Als sie aber zum Volk redeten, traten zu ihnen die Priester und der Hauptmann des Tempels und die Sadduzäer, die verdrossen sie das Volk lehrten und verkündigten an Jesu die Auferstehung von den Toten und legten die Hände an sie und setzten sie ein bis auf morgen, denn es war jetzt Abend. Hier sagt all, die Menschen waren im Gefängnis gelegt. Weswegen? Wenn sie die Kraft des Heiligen Geistes hatten, wenn sie von der Schafen in diese Kraft von dem Heiligen Geist, deswegen waren sie im Gefängnis gelegt. Und dann sagt es über die 13. Vers, sie sahen also David im Hügel und Rot. Sie sahen aber an die Freudigkeit des Petrus und Johannes und verwunderten sich.
Denn sie waren gewiss, dass es ungelehrte Leute und Laien waren und kannten sich wohl, dass sie mit Jesus gewesen waren. Hier sehen wir mal, was hat es mit sich gebracht? Da wird Jesus sehen, was passieren wird. Als sie nicht lange das Idee sagt, Jesus, fahr in den Himmel vor, dann wird es passieren. Und nu wird passiert, und ich denke, was passiert wird, die Jesus wird uitgegoten, und die Apostel fangen ganz frei zu predigen, und dann werden sie im Gefängnis. Und werden sie festgenommen. Und dann sagt er so, wenn sie hier genommen wird, dann sagt er, die Menschen, die sahen und die Freudigkeit. Was für eine Freudigkeit hat dieser Mann? Dieser Mann hat eine Freudigkeit im Heiligen Geist. Leute hier, diese Kraft von dem Heiligen Geist, diese Freudigkeit, die haben die Kinder Gottes verdient noch. Und ich möchte das. Das letzte Weg, ich möchte aber ganz klar, dass wenn ich reden deed, in Lucime Camino, da wir ein paar Stücke ganz besonders schmecken deed. Die Zeit, wenn die Botschaft bringen deed, der gesagt hat, die strolden von Wort von Frieden. Und hier kommen Zeugnis über die, weißt du was? Denen den Toten, habe ich das entscheidend gemacht. Sagt immer, du arbeitest nicht für Jesus. Die Kraft von dem Heiligen Geist ist schuld. Und Menschen zeugen davon, die gesagt die Dachen, die gesagt die Strom. Und ich stand, war besonders ein gesagt, der Strom, denn in den Herren, sind immer ganz krank. Durch den Tag, ich meine, ich bin Christ, ich bin Thomas in Christ, aber durch hat nie eine Entscheidung gemacht, und ich beweise, dass er nicht in Christ wie erfahrt ist. Sei ja klar, beweise das. Durch das so ist. Und zeugen davon, was Gott in seinem Leben getan hat, und nu habe ich gefangen. En dat je zegt dat stroom van vrede. Zo zijn we hier. Van wat? Durch die Ausgießung des Heiligen Geistes wird möglich. Ja. Und dann gehen wir ein klein bisschen wieder in Apostelgeschichte. Ich sehe, ich würde so Karten, ein klein bisschen durch Apostelgeschichte reinkommen von dieser Eröffnung. Dann fangen wir im 5. Kapitel. Dann sagen wir, was von der Kraft von dem Heiligen Geist durch wir. Hier sind ein paar Leute, die werden sich einig geworden, dass sie wollen ein bisschen was von Geld zurückholen, aber sie wollen das so bringen, von alles, wie von dem Acker, was sie verkauft haben. Das lässt die Jesus nicht zu. Das schaut nicht. Was so eine Antwort hat es dort? Hier muss kurz mit gehandelt worden. Petrus arbeitet offenbart durch den Geist Gottes. Das Mann, was hier Geld bringt, das ist nicht true. Das ist nicht ein abbrecher Mann. Ist das alles? Wofür den Acker verkauft haben, ja, das ist alles. Und weet je wat? Das Mann wird begroefd voor zichzelf. Bald darauf kommt sie früh, und dann sagt Petrus zu dieser früh, der Mann, was den Mann begroefd haben, der Feit, was den gedacht hat, der sind hier für die und der wird dich begroeven. Das sei wir bloß. Jesus hat gesagt, die Kraft des Heiligen Geistes wird nicht gegoten worden. Und sag ich Ihnen noch, diese früh, da steht, dass Petrus was sieht, diese früh, der Fall Hand, der wird tot, der muss begroeven worden. Das ist ein ganz klarer Beweis, dass Jesus ihnen wird, dass er in Kraft treten. Jesus ihnen wird nicht laden wird, Jesus ihnen wird in Kraft fallen wird, was er redet für ihn im Himmel vor und deed. Und Jesus ihnen wird, was er redet für ihn im Himmel vor und deed. Er sagt, ich gehe hin, stehen recht zu machen, ich will wahrer kommen. Und weißt du was? Das wird wohl nach in Kraft treten. Und ich lüde noch. Ich habe so viel Mal verlangt, dass das wird wohl in Kraft treten, was Jesus gesagt hat, dass er wird wahrer kommen. Und die wollen in Kraft treten. Gut, gehen wir wieder in der Apostelgeschichte, Kapitel 7. Da fingen wir durch, dass ich ein Glaubensheld, das sein Leben hat für Jesus. Wo wird das bloß möglich? Wo kann Stephanus sein Leben handgeben für Jesus? Als ein Zeuge Jesu lässt er sich steinigen und tut, was es kostet, dass er die Entscheidung von dem Herrn gemerkt hat, er jenkt es im Weg, wie die Kraft von dem Heiligen Geist wie ein Stephanus. Anders wird es nicht sein möglich gewesen. Stephanus wird an dem Herrn oft gesagt, wenn ich für die Kraft des Heiligen Geistes wie war. Aber nu, wenn die Menschen am Stein deuten, da sagt uns das Wort, dass er betet, Herr Jesu, nimm meinen Geist auf.
Herr Jesu, nimm mich jetzt ab. Hier wird gesteinigt, wirst du deiner See. Und was danach? Bete noch für die Fien. Herr, behalte ihnen diese Sünde nicht. Weißt du, wenn er nicht heute im Hell in Jesus gehabt, Stephanus wird nicht gebeten haben. Herr, Jesus, nimm meinen Geist auf. Wenn er nicht heute im Hell in Jesus gehabt, er wird nicht gebeten haben, Herr, behalte ihn diese Sünde nicht. Da wird für die Fien gebetet, dass der Antisinn nicht wird. En andere wie Antisinn wird für je vormen zu deuten. Ich sage immer war zu meine Frau, ich sage, wenn das soll ihm passieren, dass wegen mein Glauben mir wird handgerecht worden, dann bet für die Fien. Bet für die Fien, dass ich von Jesus annehmen. Gut, gehen wir wieder, 8. Kapitel. Sei wir wahrer, wo der Herr der Jesus schaffen will. Hier wir einer, der in Jerusalem gekommen anzubeten, ein dunkler Mann aus dem Morgenland, dort im Osten, kam ihm anzubeten. En in zijn trägen huis fort, dan zat op zijn wild en dan las hij door uit de profeten Jesaja. En de hele Jezus, die je Philippus aanleiding, go mal naar deze wild, dort op deze einsame Gas, go mal dahin. En Philippus zet dahin en dat merkt zich aan deze man aan, en hier wordt deze man te lezen dat. En dan vraagt Philippus aan, verstehst du wat die lezen dat? Was soll ich, wenn mir keine Anleitung gibt, weißt du? Gott gibt Menschen, den Geist Gottes, wird eine Anleitung geben, zu denen, die hilfsbedürftig sind. Dann sind da so viele Menschen die hilfsbedürftig, und Gott gibt durch seine Kinder, den Geist, dass die kann so einen Menschen helfen sein. So wie hier nur einer, was reiht, wie das Philippus, haben wir reiht, dass ihm da eine Hilfe zu sein, das ist ein kämmeres Morgenland, er sagt mit den Top dort im Wehren, und hij deelt hem door dat wat God is meant. Hij deelt hem de kloor in de lezensploem met. En weet je wat? Deze man die vraagt eenmaal, wat wordt hingen en ik wil getauft worden. Ze stehen van willen en wordt dan das man wordt getauft. En zoekt zijn straße freulich. Wo können ze man als dat eenmaal zijn straße freulich ziehen? Wo können wir eerst lezen dat Petrus en Johannes gezegd, der Stroden van Frieden, dass wir wegen dem, dass sie dem Geist Gottes gekriegt haben. Nun fangen wir hier von einem dunklen Mann, was die Schrift noch nicht, bei du nicht wie klar war, wenigstens das klar wir, dann merkt er die Entscheidung und dann als eine ganz Frau auf seinen Willen und Rest auf dem Haus. Kraft von dem Helden Jesus, dass Jesus gesagt hat, was wird kommen. Dann gehen wir wieder, dann gehen wir in das Kapitel nehmen, und dann fangen wir da ein vollkommenen Pharisäer. Das hat Luther betont, was Vollkommenheit war. Dort wir Saulus, ein unsträflicher Mann, nicht nur zu wissen. Buchstäblich lebt er aus, dass er verstanden, was er zu leben hat, die Sachen. Wir können Philipper Kapitel 3 angehen. Und wenn Philipper Kapitel 3 die erste Verse lesen, dann fangen wir dort, wo Paulus sich erklären hat, wo er sagt, dass wo Vollkommenheit war das. Aber diese Vollkommenheit, was er meinte haben, hat die Heilige Geist gewesen. Das sind bloß Ladje stehen in diesem Wort. Die hat keine Erfahrung. Durch die Wirkung des Heiligen Geistes mögt des Saulus eine Entscheidung, Luther Paulus, ja, mögt er die Entscheidung. Und nachdem er die Entscheidung merkt, dann wird er begauft und belebt mit dem Heiligen Geist. Und Paulus hat große Dinge von dem Herrn. Nicht mit sich selbst. In keinem Fall, sondern durch die Kraft des Heiligen Geistes. Ein Mann, was sehr angestoßen hat, was ein guter Freund geworden ist zu mir, der wohnt weit offen hier, wo er gab das Zeugnis diesen Weg. Dass ich geeifert. Und ich stelle mich ein bisschen mit den Paulus gleich. Ich habe geeifert, ich dachte, ich deed recht. Und ich eifere gewaltig. Für das, was ich anstehen deed, das meine ich, dass wir reich. Aber der Heilige Geist, mir stehen und merken deed. Aber ich die Worte zu sein kriege, nur einfach ich versetzt wird. Er ist so gut verfolgt worden, aber er einfach nicht versetzt wird. Wo ist es möglich? Weißt du was? Die Wandlung, was im Leben geben hat, wenn Menschen mal einmal erkannt, wer er ist,
En wat hem is, van wat hij geleefd heeft. En hij tuist het aan en hij laat me den Geest Gottes in zich schaffen. Dat iemand, ik heb dan een nieuwe kracht over deel. Dat is een kracht wat door werken deed, waar veel mensen kan terugvinden. We gaan best wieder in Apostelgeschichte kapitel 12. Nu weer Petrus war op gevangenis. En weet je wat? We vinden het door in 12e vers, Apostelgeschichte kapitel 12. Dan vinden we dat Petrus hier in gevangenis en veel mensen weer taub. En wat deden deze mensen? Deze mensen deden beten. Und als sich besann, kam vor das Haus des Maria, der Mutter des Johannes, der mit dem Sohn Markus hieß, da viele beieinander waren und beteten. Wo kommen wir in das Haus? Gott hat durch seinen Geist, mir die Gefängnisstellen auf, die Banden waren los, Petrus hat können rückgehen. Und dann kam ein Geist, durch den Geist gelehrt, kam bei das Haus, wo der Hand kam, und dort sind viel taub, was zu beten da. Weet je wat? Dat had de kracht dat ze taub beten deden. Wenn Menschen taub komen im Geisten beten, dan hat dort eine Kraft in leven toe hier. Wenn Menschen taub komen im Geisten beten, dat hat von dir eine Kraft. So dann wel haben wir so ein Frauen tegen sich herumstellen. Das ist ein Spiel von der Frauen tegen sich herumstellen. Halb das Beten von einer Wort. Erste von einer Wort, verhelpt in die Gebete. Van dat wat ik mijn kinderen Gottes te zijn. Dat ik pas mijn kinderen Gottes te zijn, dat is zeer vrouwelijk. Maar dat wat die kinderen Gottes zijn, dat is een kracht in de gebeden wat kinderen Gottes beten. Dan zijn we het hier en dort allebei, wat God zich bezeugen dat. Kinderen Gottes zijn in gebeden, Wunder passieren en mensen komen uit uit het Schicksal. En mensen worden geheilt en God dat Wunder. Durch die Kraft des Heiligen Geistes. Wir gehen best wieder, wenn ich viel Zeit abnehme, hier wieder von dieser Gefangenschaft von Petrus werden wir. Apostelgeschichte Kapitel 16. Hier war ein Mann. Wat een zeer besondere vorm, dat is de kerkermeester. De kerkermeester, wat door nu zijn deed, dat Paulus en Silas, die worden hier im Gefängnis blijven. En vingen we het in Apostelgeschichte Kapitel 16, des Mann, danach eenmaal ganz hastig brak getaupt. En hij wordt vreemd. Dan moet draaien. Hier naar Kapitel 16. Vers 27 wieder. Als aber der Kerkermeister aus dem Schlaf erfuhr und sah die Türen des Gefängnisses aufgetan, zog das Schwert aus und wollte sich selbst erwürgen, denn meint, die Gefangenen werden entflohen. Paulus aber rief laut und sprach, tu dir nichts Übles, denn wir sind alle hier. Forderte aber ein Lächeln, sprach kein einen Wort zittern und fiel Paulus und Silas zu den Füßen und führte sie heraus und sprach, liebe Herren, was soll ich tun, dass ich selig werde? Sie sprachen, glaube in den Herrn Jesus Christus, so wirst du und dein Haus selig. Und dann sehen wir dort, wo der Simon wieder das Apostel abnehmen den. Seht mal, das Kalda, das Hora, Mann, was so ist, seine Hänge, leidt brokken. Om de apostel feit om stok te leiden. De zelfs gehang waschen danach strömen auf von der Apostel Reges. Kan het een onderscheid zijn? So Menschen steht. Plötzlich ganz kalt, hartig, was han ja so ein gesagt gecheckt. Hier, Jungs, hier ist mir satt bleiben. Die bleiben nicht satt. Paulus und Silas bleiben nicht satt. Die stünden ab. Und Paulus und Silas, die werden Help für das Mensch, weil er Feit im Stock gelegt hat. Paulus und Silas haben tut er nichts Übles. Wir sind alle hier. Da wird die Kraft des Heiligen Geistes geschaffen, die durch kann, der passiert. Jesus hat gesagt, das wird passieren, dass je wordt met kracht van de Heilige Geest aangedaan worden en er wordt wat passeren. En hier passiert daar wat. Paulus kwam eruit te zeggen, te jaren wat am Rande des Todes wir. Dat grote Schwert hat in seiner Hand en groß Reide, dat wat te tragen, zijn Oderen auf te schneiden zou. Dat is niet erg met mijn leven. Dat is niet aan. En jaren zelfs je nach. Wat ze man is dat beleefd, zich toeverlaat,
dass die Frau wird. Wo ist das möglich? Durch dem, was Jesus gesagt hat, was passieren wird. Wenn er in den Himmel fahren, das wird passieren. Und genau so passiert es auch. Klein was wieder. Ich war mehrere Kapitel uitloten. Da fingen wir mal an, wo Paulus gereist hat für die verschiedenen Missionsreisen und was er alles dort beschickt hat. Aber einmal fingen wir dort, dass Paulus wir am Schab mit 276 Personen wir am Schab und wir großen waren, das Schab das fängt bloß an zu verbrechen. Und Paulus hat gesagt zu den Menschen, seid geloten, da wird keinem ein Haar vom Haupt fallen. Was ich damals sagen wollte, dass da wird keinem was Großes passieren. Die werden alle sicher an den Kant kommen. Wo kann Paulus sein, dass sind große Arbeiter, die wir, dass dort Schab Tauben deed, also dass mehr Tauben deed, und sind große vor, sie werden so alle ihre Wohr von im Butter zu schmieden. Und fangen einen Anker drauf zu lassen, wo man sein, es kann safe bei der Kant kommen. Und dann einmal sagt Paulus, wenn sie einmal diese Menschen, die wollen ja all sein Macht kommen, dann sagt er, bleibt alle geduldig. Was keinem ein Haar vom Haupt fallen. Wo hat das Mann das her? Dachte sich, was ist? Nee, die Kraft des Heiligen Geistes. Und die Kraft von dem Heiligen Geist, Paulus, die wird nicht passieren. Und weißt du, was jeder einen kann sagen bei der Kant. Aber wenn sie bei der Kant wären, dann passiert was große die Menschen dachten, hier ist sicher ein schlechter Geist, was hier schaffen hat. Dann werden die Menschen dort sich gnädig, die mögen interferieren, dass sie warm können, sie werden sich durch froren von der kalten Wut und all den kalten Wind und alles. Und dann mögen die freundliche Lied, die mögen dort in 4, fängen wir da im 27. Kapitel, 28. Kapitel. Und dann, wenn sie da 4 gemerkt haben, halt Paulus zu schick, ruft auch mit Strucktaub und schmeitet da um 4 an, um die wieder zu warm, und dann kommt eine Otter. Das ist ja die Schlange, was die Menschen im Tod führen, die bieten denen. Sie haben eine Otter und fährt Paulus in der Hand und haben dann ein Tier hängen. Und dann sagen sie, hey, das ist einer, der kriegt eine Strophe hier. Das ist Wacheran von wo. Der macht eine Strophe haben. Aber Paulus schlägt jetzt mit den Hand, ein Tier fährt um 4 Jahren. Dann haben sie ganz anders sagen, hey, das ist ein Gott. Das verrät ein Gott nicht, was hier sitzt, über wo der kommt. Weißt du was? Das wird die Kraft vom Heiligen Geist. Das war das Schaffen. So sei wir dort, kriegt es Jesus sein, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Und so sei wir so ein montes Bild, wo der Herr sich bezeugt hat, durch den, was er gesagt hat, in seine Apostel, was er das gesagt hat, die gingen in Arbeit, und wir fingen so ein Montes durch die Apostelgeschichte, wo der Herr sich bezeugen hat, von was er versprochen hat, passieren wird, und da passiert es dort. Da hat er von der sein, die Kraft Gottes als groß durch sein Geist. Ich will für einen Abstand im Gebet und post das. Allmächtiger Gott und Vater im Himmel, wir danken dir, Herr, für das kraftvolle Wort. Wir danken dir, Herr Jesus, was du gesagt hast, groß war dir im Himmel vorhin. Herr, wir danken dir, dass in der Tod übergehen deed und dass der Heilige Geist so kraftvoll wirken deed. Und wir danken dir, Herr, dass wir von dir dürfen, von dir sein, was den Heiligen Geist dürfen in sich haben. In himmlischer Vater, wir danken dir, dass du noch einmal der selbste Gott bist und dass du noch einmal die Bezeugung bist. Und wir freuen, dass du was wieder mit der Kraft des Geistes uns beleben haben und in göttlicher Welt, dass wir so aufgegeben sind, dass wir so handgegeben sind, dass die Apostel werden, durch dem, dass wir gebrochen sind, und dass du schaffen kannst. Himmlischer Vater, wir freuen wieder um den göttlichen Segen. Und ich bete sie wieder mal Brother Pancho, dass er mit einer großen Freudigkeit und Überzeugung abstehen und sie mit uns als Zuhörer, Herr, dass wir alle auf sind, die Geist Gottes können wieder schaffen, durch das Vermehrung, was wir taub sind, und wieder durch das Tag, Herr, dass wir unter deine Verherrlichung da sind. Im Namen Jesus. Amen. Wir singen Nummer 346.
346. O wechselgelos trag ich in der Brust ruhend in den Armen meines Herrn. Aller Sünden Schmerz floh mein banges Herz ruhend in den Armen meines Herrn. Ruhend, ruhend, quälende Angst und Sorge fern. Ruhend, ruhend, ruhend in den Armen meines Herrn. Auf der schmalen Bahn geht das Himmelland ruhend in den Armen meines Herrn. Licht ist nun mein Pfad bis zur goldenen Stadt ruhend in den Armen meines Herrn. Ruhend, ruhend, quälende Angst und Sorge fern. Ruhend, ruhend, ruhend in den Armen meines Herrn. Ob Gefahr auch droht, hast doch keine Not, ruhend in den Armen meines Herrn. Jesus, treuer Hort, sei mein Losungswort, ruhend in den Armen meines Herrn. Ruhend, ruhend, quälende Angst und Sorge fern. Ruhend, ruhend, ruhend in den Armen meines Herrn. Bricht die Nacht herein, bin ich nicht allein, ruhend in den Armen meines Herrn. Bebt mein schwacher Mut, trau ich auf sein Blut, ruhend in den Armen meines Herrn. Ruhend, ruhend, quälende Angst und Sorge fern. Ruhend, ruhend, ruhend in den Armen meines Herrn. Dann hier von der zusammen mit Jean Top Ola, Jesu, diesen Gottesdienst. So, vielleicht bis immer eine Wiederholung, die Bekanntmerkung zu Sonntag, 8:30 morgens, Gebetchen für die ganze Gemeinde, das ganze Morgen dann. Morgen, Eva morgen nicht meine Gebetchen, sondern Sonntag für die ganze Gemeinde, 8:30. Und von der anderen Seite, da werden Worte Bibeln, wo wir lernen, was so ankommen, was bestellt werden. So, die sind doch alle gekommen, wenn jemand all die mag mitnehmen. Gut, wir werden von der nicht ein Thema an Himmelfahrt haben. Wir haben all gehört in der Anleitung von der Kraft, was du kommt, dass Jesus im Himmel führt und du darfst dann der Jesus raufkommen. So, Gott muss gegenwärtig sein. Ich habe diese Ehe. Und wenn hier nicht in Person da, kommt der Jesus rauf. Und was für eine Wirkung das hat und was du berührt kannst. Wo der Jesus geschafft hat und was er von der noch schaffen will. Wir werden von der einen anderen nehmen, durch eine Amtsstellung, die sagen, ich sage, bomben Sie nun wieder, dann führe ich nur eine Amtsstellung durch. Und ihr habt nicht gemerkt, für Himmelfahrt in Timer,
Nu werden wir reden an Glauben. Und wenn man im Glauben leben dat, dat bedeutet dann auch in der Kraft von diesem Jesus, wo so ein Leben dann lädt. Letzte Sonntag haben wir von der Glauben, was er braucht für die Radung. Buße und Glaube, das ist der Weg, wo wir geraten werden. Wann man dann nie erst zum Glauben gekommen? Also man hat geglaubt, man ist geraten, was du mit so einem Menschen nicht berührt kommt. Es ist nicht daran kann, eine Medaille mehr drehen, kann sich ein Spaltchen mehr anmerken und sagen, wir sind geraten, wir sind auf diesem Staub, und eben das letzte Leben wieder. Wenn du gesund bist, dann hast du so eine Kraft, dann hast du so eine Wirkung, dann wird das Glauben sich bewiesen. Ans Leben, das wird nicht ein normales Leben sein. Wir wollen checken, sein aus uns Leben dort wiesen dat. Gelebter Glaube. Sein Wort dort ist. Wir werden dort sein am Beispiel von Noah. Für diesen Eint in Armenien, das ist ein Land in Asien, die wird Erdbeben, das Ferken ist in der Länder durch so, werden sagen, 100 Erdbeben in einer Schule. Wird besonders auch sehr stark das Erdbeben gewesen. In der Falltop, das sind Kinder, die so unter Beruf sind. Sie siegen, sie fingen was Kinder, sie fingen die Kinder, die auch tot sind. Und du sagst noch was Kinder, die sie noch nicht gefangen haben. Und du hast das Einfuhrer, er weiß, sein Kind, als du so, und da in der Klasse, du so Band warst, in ein paar Stücke Gebiet, der Schule, und er sieht du so, und er sagt, der Kind, der macht wieder vergraben. Und er schafft du so. Er klettert ein Stein auf einmal, klettert er da weg und er sieht du so. Das ist ein ganzes Tag unter. Alle Menschen sind verzweifelt dran und wundern, wo sind ihre Geliebte, wo sind ihre Menschen, wo wollen die sein, leben die noch, leben die nicht. Und die fangen an zu schaffen. Und das Mann auch. Er schafft meist Tage nach, sein Kind, sein Jung, als du so unjung. Wir sagen über dem Tag, check mal, sind 3 Teile, das ist stark, das ist vorbei. Kijk, dat zit hier zo uit, wat richtig geroepen wordt, dat is dood, loot die Tag. Dan zegt hij, ik kan niet Tag looten. Hij geroepen wieder, dan am 3. Tag, irgendwo gleich gegen Abend, du ze Assabat durch, und er hielt eine Stimme, du ze erst noch wo leben. Und er gerufen op, und sicherlich, er fing, sie sehen du so, und noch ein paar Kinder mehr, was du so sehen. Als hij schnurrt kann, wat den sehen kann, wat er fast ist, mangt der Trümmer, ob er noch leben darf. Dann sagt er sehen, Papa, ich weiß, du wirst kommen. Ich sehe meine Partner hier überall. Meine Papa, der wird kommen. Ich glaube, das so fast. Was wir hier wollen rücken, das ist das kleine Beispiel von den Sehen, das Vertrauen, was der hat, ab sein Führer, der wird kommen. Der wird, ich weiß das. Wenn meine Papa sieht immer, ich werde durch sein für dich. Ich werde durch sein. Und nu weer het wat doen zo. Nu veel dat de papa wil doen zijn. En hij was als een begrenzte voerder. Hij weer doen ze je was, nog krijgt de tijd. Want die im Glauben leben, dat is dat wat er braucht. Wo für uns als Menschen nicht Hoffnung ist, wo nicht etwas zu sein, wo wir nicht erkennen, wir haben das Wort von dem Führer. Zu uns hat der Führer auch gesagt, ich werde die sein. In der Passageschichte, der weiß dass der Herr du wird. Met zijn geest. En hier ook das Jung, der sieht bloß, ich wollte, dass meine Papa der wird uns raten, vorder zu lot ist. Das kann nicht vertrauen, hat er zu dem Führer, während er nicht mal den himmlischen Führer kann. Und du wegen von der, weil wir von der auch von einem Glauben reden, und das ist der gelebte Glauben. Nicht der ratende Glauben, nicht, dass das zwei ganz verschiedene Dinge sind, davon reden wir nicht. Aber wenn wir gerat sind, so viele Menschen freuen sich, die sind gerat, und dann leben sie ihr Leben wieder in ihrer Selbstsucht und Erschöpfung. Das schafft nicht. Das ist tot. Und gerat zu sein, bloß nicht in eine Halle zu kommen. Das Glauben und das aufrechte Schaf, der Glauben, was wir leben tun, du wird was berührt kommen. Und von denen wollen wir reden. Von dort wollen wir wieder merken. Der Hebräer, und das wollen wir aus Hebräer nehmen. Da wollen wir uns Vers lesen, Hebräer 11,7. Dann wollen wir ein bisschen gucken, was werden der Hebräer? Hebräer 11, Vers 7. Dat is ons tagsvers van deel. En dat zegt Jesus dit.
Hebräer 11,7. Durch den Glauben hat Noah Gott geehrt und die Arche zubereitet, zum Heil seines Hauses, da er ein göttliches Wort empfing über das, was man noch nicht sah, und verdammte durch denselben die Welt und hat ererbt die Gerechtigkeit, die durch den Glauben kommt. Hier ist ein Feierding abgenannt, Wort Glauben dat. Diese Feierding, weil wir uns zum Beispiel bekennen. Der Hebräer, dort werden Söhne, wo sie in die Gefahr werden, treed zu gehen, nur das Abfall. Vom Glauben aufzufallen, treed zu gehen und treed nur das Abfall gehen. Sag ich noch, der Glauben an Jesus Christus, dat is ten laat je denk, kan nicht sein, kan nicht sperren, und sie wollen drei waren nur abvergehen. Und also drei, Jesus Christus losloben. Und hij dat doet zo in die eerste kapitel sehr warnend dafür. Ich muss proven, wie viel Herr Jesus Christus ist, und dann nächsten sagen, wenn die wollen aufholen, was für eine schwere Folgen das hat. So sehr klar wisst ihr dort, der Abfall vom Glauben, was man kann aufholen. Und dann, dass er noch immer wieder proven, wo der Abfall von Jesus Christus alles vor dich ist. Wenn die drei gehen nur Abfall, gut die drei nur deutsche Ding. Jesus Christus hat alles getan. Und dann wisst er end, was Glauben getan hat. Und das beweist du verjähren, dass Jesus Christus Herr ist, dass er aufholen, dass er was sehr Schlimmes ist, und dass Jesus sein Opfer genug ist. Und danach der Zeugen dafür, der Beweis davon, dass das Wirklichkeit ist, das all gelebt ist, das er entwiesen. Und dann ist hier das Beispiel von Noah. Wir werden uns hier so Noah bekennen. Die Schwester macht uns bloß Mut mehr an, so einen Glauben zu haben, als Noah hat. Ich gucke, wir können uns in Gewässer nennen, in diesem Glauben. Erstens hier sagt er, durch den Glauben. Wenn wir uns erstmal für wir diese Feierding bekennen, was ist durch Glauben. Weil damit wir checken, was ist Glauben. Was Glauben ist, das ist schwer zu verstehen, aber wo ist Glauben? Und dann sollen wir hier so, was wir all Sonntag sehen, dat is dit, Glauben verbindt sich immer mit jemand. Glauben verbindt sich mit Wort. Und das Ansichtbare, womit sich das verbindt, mit dieser Realität, aber was ansichtbar ist, dort ist Jehova, das ist Jahwe, das ist Gott, das ist der lebende Gott. Mit dort verbindt sich dort. Und Noah, der glaubt, trägt diesen Gott. So, was ist Glauben? Wenn wir ein bisschen das sehr breit nehmen, was Glauben ist, sehr deut uitschapen. Aber ich möchte das von dir, da mit dir wird uit Johannes 3,36 nehmen. Glauben, dat als gehoorzaam Gott zijn woord gegenüber. Also, dat blijven, dat gehorchen, dat vertrauen. Wenn wir jemand nicht glauben, dann gehorcht wie Gott. Wenn der uns wel irgendwas ankurbeln, was sehr gut soll sein, der sagt, hier, das denkst du, das ist zum Anplauen, wie ein Anplauer, da war je viel, wenn der 4 brachen. Da war je vielleicht 20-30% van je 4 braken, want je dit ding voor, dus aanplauen, dat reguleren, dat alle uitklikken dat. En die zeggen, dat kleine dingetje, maar wenn dort wirklich so, was je doen gaan, dann wurden auch, und die Menschen sind haben, die wurden ja vertalen, dass die sehen diesen persischen Hausbild, dass die bei saß, diesen sein Raufgegangen bei tiefen Hall. Dort, wo wir dann all geworden sind, wenn das wir, dort bleiben wir Gott. Wir schenken dir nicht Vertrauen, wir gehorchen dort Gott, wir geben euch Acht darauf. Gut, das ist, was Gott gegenüber ist. Wenn er uns was sagen hat, wo das ist, glaube ich dort, vertraue ich dort, dass das Wahrheit ist, was er sagen hat, oder glauben, dat als gehoorzaam Gott zijn woord gegenüber, oder dat als nicht was ansichert. Wenn wir sagen, die uns bloß glauben, na, wir weten was nicht Wort, und das wird sich also ansichern. No, glauben, das ist ganz, ganz sicher. Was wir können nicht sagen, wir können nicht feilen, wir können nicht verstehen. Aber das wird ganz sicher, was ganz klar ist. Also, in gehoorzaam Gott zijn woord gegenüber, und Gott zijn woord, dat ist sicher, dat ist ab dem Grund, dat ist der Grund. So, der gehoorzaam Gott zijn woord gegenüber, trotz Umständen, trotz Folgen, trotz nicht das Gefühl haben, trotz nicht das Verstehen von der, dort ist Gehorsam. Und zu diesem Gehorsam möchte ich uns abrauben. Das sind viele Dinge im Leben. Und wie begegnen so viele Dinge, dass uns sich so fällt, pflichthaftet,
auch gut sein, dass ich noch und das vasthoud. Vielleicht habe ich gut sein, dass ich das so ernst mit das oder das meine. Wegen, das laat so, dat halt nicht wat, dat laat zo andere wat dat ondersteunen, dat dit kijk ze goed oder beter. Glauben jetzt an Gehorsam, wegen das Wort Gottes. Gehorsam. Was sagt Johannes 3,36? Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer den Sohn nicht glaubt, hat das Leben nicht, sondern wird verloren. Nur ein Wort von Übersetzung. Was sage ich du so, das Glauben, wer den Sohn Gottes nicht glaubt, dass er kriegt das soll die Wort gehorchen, wer den Sohn Gottes nicht gehorcht. Oder wer nicht sich hier schenkt, wer nicht glauben darf, wer nicht vertrauen darf. Gut, das ist Glauben. Wir sind nicht an Noah. Wo groß wir glauben, das wird hier nicht wichtig. Er kann euch einen großen Glauben haben. Da wird sowas Fremdes, sowas nicht, du wird kein großer Glauben. Oder wir wissen ein Gott, dem er Vertrauen schenken soll. Wird das logisch? Können wir irgendwie begreifen mit dem Verstand? Kann ein gelehrter Mensch Glauben verstehen? Von Wort nach weniger. Entscheidend wird bloß, Gott zu glauben, das zu tun, und als es nicht vorbei wird, nur 120 Jahre, dann kann es sein, das wird Wahrheit gewesen. Er muss 120 Jahre leben, für er das kann sein, wo das, was er geglaubt hat, dass dort einen Unterschied gemerkt hat, dass das Wahrheit wird. So, kack so wie, nur das Leben wurde wirklich erkannt. Wir werden denken, was passiert, was nicht zu denken ging, dass das wird passieren, eine Sinnflut, bei vertraut Gott. Und wir sehen hier so in Hebräer, diese Glaubenshelden, der wird durch den Glauben auf verschiedene Wege unglaubliche Dinge getan haben. Aber was sagt das hier so wieder? Das letzte Part von Hebräer auf, sagt das so, das muss ich immer behalten, sagt du so, der Vers 35, auf 35, andere aber sind zerschlagen und haben keine Erlösung angenommen, auf dass sie die Auferstehung, die besser ist, erlangten. Das alle durch Glauben. Sie wissen, wie was betet. Andere aber, die haben hier nicht viel gesehen. Glaubensleben, foster starker Glauben, der hat sich nicht bewiesen irgendwo. Jetzt nicht zu proven, dass dort erst was achtet war. Hier habt ihr ihn. Wogegen, du wirst nur dem Wort. Gut, Glaubensleben. Dass wir uns wurden mit so einem Glauben uns das beschäftigen. Dass wir nicht wurden uns mit unserem Glauben beschäftigen, wegen, wenn wir an uns glauben wollen, dann hast du dir nicht zu glauben. Weil wir lieber uns beschäftigen mit dem, an wen wir glauben tun. Nicht so sehr mit dem Glauben, aber an dem, was wir glauben tun. Gott fordert uns nicht ab, an unseren eigenen Glauben zu glauben, sondern an Arm zu glauben. Glauben ist die Frau bei uns von der glaub ich buchstäblich sein Wort und da ich das praktisch in das Leben anwenden. Wenn das Wort dort sagt, glaub ich das wirklich. Da ich so leben, ich muss jetzt anzuziehen, lesen, was du willst. Na ja, jetzt ist es schön, das ist fein, aber wenn du es wirklich so tun, ich muss sagen, die nächste Backe nach Hause rieten, die zweite Mehl gehen, den vergeben, 70 mal 7 Mal. Naja, ich hätte fein, aber wer da dazu steht? No, weil wir mal anfangen, weil wir mal versiegen, als wenn wir buchstäblich tun, als das Wort einen Unterschied merken. Als das Wort irgendwo einen Unterschied merken und den nächsten, dann unsere Kinder. Wie wollen wir diese Feierdinge uns ein bisschen beziehen? Der erste ist, was das Glauben. Weil wir uns prüfen, als ich und du in diesem Glauben leben. Glauben, was das erste hier, der Trainer Hebräer auf Vers 7 sagt, dass diese, durch den Glauben hat nur Gott geehrt. Glauben, das Gott ehren. Gott ehren. Wenn wir Gott vertrauen, dann dürfen wir am Ehren damit. Wenn wir zu unseren Kindern sagen, Kinder, das soll sie nicht. Kinder kommt hier und das Büten von der Tür kalt. Zum Büten Raum rein, du machst Wutter, das ist von der Tür kalt. Die soll nicht. Sondern sagen, okay Mama, sie tragen sich schon an ihre Stelle. Sie haben uns geirrt. Sie haben uns geirrt. Mit dem, dass sie gehorsam werden.
Wenn wir Gott vertrauen, Gott glauben, dann irgendwie an, sagt das Wort hier so. Dann wird er verherrlicht. Wenn wir das nicht verstehen, unsere Kinder können lange nicht einmal verstehen. Meine Mama, ich habe laatst auch lang gut daran ran. Ich bin nicht krank geworden, nicht geboren, ich habe fein geschlafen. Ich wollte krank worden. Na, vielleicht wollte das nicht. Aber Mama hat gesagt. Der Herr sagt, und wir sind nicht viele Menschen, die gehorchen nicht. Irgendwie das schafft, die leben noch einmal. Irgendwie, die geht nicht Mutter Schlag. Glauben, das bedeutet nicht, dass wir verstehen. Aber wir irren an, wenn wir das tun. Noah kann ich verstehen, weil er Gott damit. Wenn sie ihn gefragt haben, na, was will Gott mit dort? Nein, ich weiß das nicht, das weiß ich nicht. Das heißt jeder, ich soll nicht da. Aber was? Das Wort, was ich nur verstehen kann, hat auch das Glauben. Und der Herr wird sagt, dann Dovi, dann wird ich nicht verstehen können. Noah hat keine Ahnung. Hiob hat keine Ahnung von seinem Leid, was er begehen wird. Wir müssen einmal bedenken, Gott seine Wege, Gott seine Gedanken, das sind Heichers Anse. Wenn wir das verstehen können, wir das nicht glauben. Wenn wir das verstehen können, dann wird es nicht von Gott. Alles, was wir verstehen können, ist nicht von Gott. Und wir sagen, aber wir müssen die Gott verstehen, wir müssen ihn verstehen, wir müssen ihn kennenlernen. Ja, sie wollen für uns. Ja, dort ja. Aber glauben es jetzt noch wieder. Wenn wir es nicht verstehen können, wir tun, wenn das sagt es dort. Wir tun, wenn der Herr das will haben, wir tun. Das ist, weil wir am auch gefallen. Das hat nur Gott geehrt. Weil wir am ehren, weil wir am verherrlichen, weil wir am gefallen. Zum Beispiel, ein Verkäufer von der Kia Korn, der wurden hängen den Reihen von seinem Wirt, wurden diese Propaganda drehen für Volkswehr. Wurde dem gefallen, wer am auf euch gestellt? Wie gefallen dem wir tun. Sondern wie dem Herrn tun, dann werden wir auch dem Herrn gefallen. Das haben wir gemerkt. Gott der Welt Menschen brauchen, um Menschen zu halten. So, wie sind wir so? So, dann werden wir das auch tun. Ich denke an einen Missionar, ein Dunkler, Samuel Morris, den Namen geben sie an, ich werde hier mit einem anderen Namen geboren. Er wird in Afrika aus seiner Geburt, den Tag wird er Jesus begegnet, wo sie an den Tod merken, in den Sturm verfolgt wird, begegnet er Jesus in eine Kirche, und er bekehrt sich, und er will in Amerika, er will lernen von Gott, und er will seine Menschen von Gott vertrauen. Was er allemal vertraute von Gott, das ist ihm sehr wichtig. Und dann in Amerika, auch was alle Wegen vertraute von Gott, in sein sehr kindliche Vertrauen, sein besonderer Glauben, er sagt, er redet das immer von seinem Führer und seinem Führer. Und dann, weil der eine, wo heimleiten, weil er was Geld für haben, oh, sagt er, mein Führer, der wird dem Tämmern, der wird die betonen. Und da habe ich so klar, Gott wird sich an alles tämmern, wegen er hat einen Führer, sein Gott vertrauen. Und er wird so krank, und er starb noch, er hat Entzündung, er hat verschiedene. Was dann passiert, er kann nicht teilen nur seinen Lohn. So, wir würden sagen, sein Gott vertrauen, sein Glauben, das hat ja am nicht gehalten, wenn der Mensch von Bieten benannt hätten. Aber was für ein großer Einfluss er gemerkt hat, du in der Schule, wo er gelehrt hat von Gott, und den Missionaren, was du rütschein, was in aller Welt über dem ging, missionieren, dort wird viel mehr. So, sein Gott vertrauen, das weiß ich Luther. Wie Noah, die 120 Jahre. Bei uns wollen wir nicht so lang. Aber uns glauben, dass das Gott ehren. Nächste, was sagt uns das Wort hier so? Uns glauben. Wenn wir wirklich im Glauben leben. Was das uns glauben? Was sagt hier so? Hat nur Gott geehrt und die Arche zubereitet zum Heil seines Hauses. Das nächste Wort, glauben, das dient zum Glauben. Zum Heil seines Hauses. Das wird das Heil von seinem Haus. Nur sein Glauben rat seine Familie. Wenn er Gott vertrauen, dann rat er. Wenn er nicht Gott vertraut, werden sie auch angekommen. Wenn Gott hat Entscheidung klar, die wollen ankommen. Und er gibt eine Chance. So Gott vertrauen, Gehorsam wird immer belohnt. Vielleicht sagen Kinder das dort, no, wenn ich die Eltern gehörig, dann hat mir diese Freiheit wahrgenommen, dann kann ich gar nicht tun. Alle Monate dort, alle Kinder, alle Leute, ihre Kinder dort, wo ich nicht kann. Aber das Letzte,
Vielleicht soll wieder gleich. Und das braucht wirklich sein. Aber Glauben, Gehorsam, Gott wirklich vertrauen, wird immer belohnt werden. Wird immer belohnt werden. Du wirst immer folgen sein, als wir die Krieg sein, oder erkennen, wird immer belohnt werden. Immer. Wir sind Rahab. Sie wird eine, sie vertraut Gott. Sie hat gehört, was von Gott hat, von Israel hat. Und sie glaubt dort. Und sie sagt, wollt ihr an mich denken? Und sie sagt, ja, wir wollen. Und Gott wird sich bezeugen. Gott wird nie rückgefordert, ein Wunder zu tun. Und sei größtes Wunder, wegen einer Hure glauben da. Wegen einer, dessen Gott ist es erkannt und dort annehmen da. Interessant, wo wir Gott rückfordern können. Dieser Rahab, und dort dazu will, der Vater Gott rüt und Wunder zu tun. Wenn wir ihm vertrauen wollen, Gott wird uns nicht im Stich lassen. Der wird uns Gebet beantworten. Wir wollen Gott rückfordern mit einem kindlichen Vertrauen. Nicht mit einer Forderung. Nicht mit einem selbstsicheren Rückfordern. Mit einem kindlichen Vertrauen, da wir Gott rückfordern, ein Wunder zu tun. Rahab, der ist dort, und sie wird gerat. Gott vertrauen wird immer belohnt. Ich würde eben nur denken, wofür hier wie dit, dat Kenia en ihre Eltern ist gestorben sind, dat die würden sein, was ich von meiner Mama, was ich von meiner Papa bewundern will, das ist Glauben. Das ist das kindliche Gott vertrauen, was ihr hört. Wollen unsere Kinder von uns, sonst dort sein können, das kindliche Gott vertrauen. Also, wollen sie können sein, und wir stark sind, meine Eltern, meine Papa, meine Mama, der vertraut Gott. Der vertraut Gott unsere Sachen an. Wenn wir eng werden, dann vertraut wir Gott die Sachen an. Wollen sie das sein können. Denn hier sagt Gott, zum Heil seines Hauses. Dort hat Gott vertrauen, der wird das Heil von seinem Haus. Wird das auch so für unsere Familie, für unsere Nachkommenschaft ein Heil sein? Wird dort ein Wohl sein? Wird dort zum Golden sein? Du ratet nur seine Familie. Rahab, du ratet ihre Familie. Wird uns Glauben auch unsere Familie raten? Nächste. Das dritte, was wir hier sagen, was Glauben dat, sein, dass wir diesen Glauben so in diesem Muten haben, dort ist es das. Dort bereitet er zum Heil seines Hauses, da er ein göttliches Wort empfing. Man hätte nicht verstehen können, über das, was man noch nicht sah. Er kriegt ein Wort, kann es nicht sagen, kann es nicht verstehen, aber er da dort, der Befehl wird, klar, was er soll tun, so viel ist dort, kann wir verstehen. Was Gott tut, wel weit wie nicht, aber was wir tun sollen, dort weit wie. So, was sagt es hier so? Und verdammte durch denselben die Welt. Uns Glauben, dort wird die Welt verdammt. Uns Glauben wird, uns Licht wird Finsternis strafen. Wir wollen wahrscheinlich nicht den anderen alles wahrnehmen, senden wollen die wegen, aber wir wollen wahrscheinlich die Freiheit und die Sinn verdorben. Das wurde. Und dann kriegt der Sender einmal klarer zu sein, das hält das nicht an, was ich da. Licht straft Finsternis. Wenn du Licht hast, dann wollen andere, wird das nicht so schön gehen. Wenn du wo Partys sind, und man jetzt so ein Wut sagen, dann wollen die wieder noch sein, wo das schön gehen wird nicht mehr so sein. Da wird verdorben sein. Licht straft Finsternis. Diese Glaubenshelden, was du so kämmerlich mussten ankommen, in Hebräer auch, was wir finden, dort erst wegen der Gottloser, der was in Finsternis ist, den euer das sei, wenn du Licht hast. Wer du will im Diensten schaffen, der gleich nicht, wenn du Licht hast. Wenn wir Halt abheben tun, und du unja diese Gräbe kniepers sein, da ran Fuß, und was andere, ran Fuß, wo unja, wo das Paradies da ist. Der will nicht im Licht, der will im Diensten, das Struf end. Und dann der schlupen will, unsere Geschwister, der schlupen mal in den Stuhl, wir merken du klar Licht an. Sei ammerlich, die wollen schlupen, das steht. Licht, Struf, Finsternis. Aber wo traurig, wenn die Welt mit den Christen bekehren. Vielleicht ans Kontador.
Der muss wundern. Das Christ, ich wundere, das lässt mich sehr bedenklich, wo wir in der sind das Entscheidungen merken. Nicht mal Hollywood, dass das schaffen wollen. Der Licenciado, der Abogado, die dreht den Kopf. Diese Christen, was tun die hier so Papieren durchdrehen? Licht soll Finsternis strufen. Wenn wir im Glauben leben, dann lebe ich im Licht. Und dann struft dort die Finsternis. Ein kleines Beispiel, Kenia. Weet je wat je al kan doen? Wenn die 2 Jahre sind, 3 Jahre, hörst mal Kenia. 2, 3 Jahre, 4 Jahre, 5 Jahre. Was kann je tun im Glauben leben? Was kann je all tun? Wenn die Leute sehen, wenn die vielleicht mit Mama top im Stuhl sind oder in der Walmart und die sehen, dass Jesus loves me, das wollen die anderen hier nicht so. Was dort nicht irgendwas tun? Was dort nicht irgendwas wiesen? Was dort das Ungöttliche nicht auch verdammt? Ich glaube, wir können all von klein an, können wir all, kriegt das tun, was nahe da. Indem dass wir im Glauben leben, verdammen wir dort. Also wir brauchen auch nicht Mut sagen, wo die allerdings recht ist. Wir brauchen auch bloß reich leben, dann verdammt dort all. Also wir sind so viel Weg, wenn wir im Glauben leben, was dort alles das. Indirekt, ohne dass wir viel Wort zu brauchen tun, dass wir all die Finsternis strufen. Viertens, was das letzte hier so, was glauben das? Zeigt dir so, verdammte durch denselben die Welt und hat ererbt die Gerechtigkeit. So eine Gerechtigkeit, die durch den Glauben kommt. So eine Gerechtigkeit. Noch einmal war der Glauben betont. Aber was ist das nächste? Hat ererbt die Gerechtigkeit. Was bedeutet das? Wir sind für Gott gerecht geworden. Wir wollen für Gott bestimmen. Wer in so einem Glauben lebt, aus Noah, der wird für Gott bestimmen. Ein Tag, dann soll auch wir diesen Spruch hier, ei, du frommer und getreuer Knecht, komm herein zu deines Herrn Freude. Das ist, was der Herr ein Tag uns sagen will, wann wir im Glauben gelebt haben. Das sagt uns dort, du so versagst, aber Unglauben ist allmählich, weil hat Gott dir gefallen. Das ist allmählich, dass du für Gott bestimmen kannst. Unglauben. Das kann ich nicht. Wer in Glauben ist dort, was überwinden wird. Weil wir lesen in 1. Johannes 4, Vers 4. Du sagst jetzt, das ist Glauben. Und das sind so, was in Gott geboren sind. Das sind die, was im Glauben leben. Wenn ich von Gott geboren ist, der kann nicht im Glauben leben. Wenn der steht nicht im Glauben. Wer im Glauben steht, der kann im Glauben leben. Und hier sage ich jetzt so, 1. Johannes 4, Vers 4. Denn alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Glauben. Glauben ist dort. Wer Glauben hat, der überwindet. Der Sieger, das sind Glaubenshelden. Der Glauben ist dort, was diese Welt überwunden hat. Glauben ist der Sieg. So, wenn wir wollen im Sieg leben, wenn wir wollen im Glauben leben, wenn wir wollen für Gott bestimmen, wenn wir wollen überwinden, wenn wir wollen auch die Gerechtigkeit erorben, was durch den Glauben kommt, dann müssen wir im Glauben leben. Das ist das kindliche Vertrauen Gott gegenüber. Einfach bloß kriegt das tun, was sagt. Gott sagt zu Noah, bü, und er hat bieren. Und sie merkt es so lang, und er nimmt es so lang. Und sie hat nu dort mit Teer dicht schmieren, dann der hat dort. Und sie dann nu nimmt 2 und 2 ist das, dann der hat dort. Und von den Tieren das 7, dann go je du nehmen, dann der hat dort. Und hat er den Pot von der Taumerken, er hat dort geführt, und Gott hat das letzte Taumerken, er selbst, und er wird vorig. Und er wird ban. Sie werden gerat. Sie werden gerat. Ich weiß nicht, wo gemütlich der fort wird, aber sie werden gerat. Wort das glauben? Noch einmal der Vers. Wollt ihr lesen? Durch den Glauben hat Noah Gott geehrt und die Arche zubereitet zum Heil seines Hauses, da er ein göttliches Wort empfing über das, was man noch nicht sah, und verdammte durch denselben die Welt und hat ererbt die Gerechtigkeit, die durch den Glauben kommt. Glauben, dass Gott ehren, glauben, dass es das Heil von uns Hüs, was uns zum Gott sein, was uns raten, unsere Familie, Zukunftschaft, das wird uns Heil sein, das wird uns Gott tun. Wir wollen die Welt verdammen dadurch.
und wir wollen die Gerechtigkeit erlauben. Wir wollen für Gott bestehen. Das ist, was Glauben dat. Glauben, das nimmt am ganz mit, das ist Noah. Sein Denken, sein Sinn wird von Gott geredet, gewarnt. Sein Hort, das wird von Gottes Furcht gedreven. Und sein Willen, das wird reagieren. Hat eine Entscheidung nehmen du ab. Ich entscheide mich für das. Noch niemals hat eine Flut gegeben, noch niemals hat es geregnet, gedärft, därven und so wieder, ja, das wird dann anders. Noah sein Handeln. Noah muss eine Arche bauen, du so einfach mal so, was ganz besiegt geschoten würden die Menschen sagen. Dort man Interessen gewagt haben, dort man Bewunderung gegeben haben, dort man viel Kritik gegeben haben, da man sich kann sagen, fragt gehabt Eva. Aber Noah sein Glauben, was von deinem Einfluss man dort ab die Kinder gegeben haben. Sie waren gerat. Nur 120 Jahre, dann sagen sie dort, wir sind gerat. Du lebst kein Mensch. Und soll ich der Arche rütting, dann müssen sie daran denken. Denn nur was das Halt verkauft hat und gesagt hat, das was der Tier verschafft hat, jana was Land gepflegt hat, das was andere Dinge aufgekauft hat, das sind die nicht mehr. Jana alle Tante, eine fremde Tante, aber was nicht durch den Glauben da, das versuchen. Der lebt nicht mehr. Der muss ankommen. Wir sind hier ganz allein. Wir sind hier ganz allein. Da sind alle angekommen, die sie nicht geglaubt haben. All die guten Menschen, was uns haben, was gehalten, der Arche zu bauen. Gott meint, was wir anladen, weil die nicht auch nehmen. Mit Fan, was die tun, ich will die nicht verachten, aber Dankeschön. Die sind alle angekommen. Die leben nicht. Wer im Glauben lebt, der wird mit dem Herrn hingeregt worden. Der wird mit der Gemeinde in den Himmel gehen, der andere nicht. Der wollen hier bleiben, der wollen ankommen. Du bist der, was im Glauben leben wird. Lebe im Glauben. Sie sagen in Noah, wo Glauben handeln wird. Seien unsere Kinder dort in uns. Sie in Respekt für Gott und sind gehorsam an gegen Eva. Dort muss ihn beeinflusst haben. Sind gehorsam, dort geht nicht mit Angst. Hat gehorcht, wenn er am Ehren deit. Das war das Wort hier sagt. Hat gehorcht, wenn er am Ehren deit. Die Kinder waren nicht so gedacht, nur die was sie beten werden. Papa, diese 120 Jahre, ich weiß nicht, wo alt die Kinder werden, vielleicht sind sie klein gewesen, als der Hand angefangen damit, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie hastig Noah hat angefangen zu bühen, aber er fängt an zu bühen. Aber sie hatten das gesehen. Und du wollen sie immer gerne sagen, Dankeschön, Papa, für den Fasten vertrauen und Gott sein Wort, für den Gehorsam. Wegen, der Herr hat sich mächtig bewiesen. Wir sind gerat und das hat er Leben geprägt. So ein Glauben kann wir haben. So ein Glauben, was der Sonne Kraft hat, was der Sonne Wirkung hat, was der Sonne Unterschied merkt im Leben. Ich muss einen Smut merken, in so einem Glauben zu leben. Da wird du können für ein Gebet. Und Gott, uns Vater im Himmel, und dem, was wir glauben, und den lebenden Gott, wo wir können und glauben. Herr, du hast so etwas Besonderes für uns. Du hast uns in dem Wort klar gesagt, was wir sagen, was deine Gedanken für uns sind, deine Gedanken, die wir verstehen wir nicht. Aber die wollen für uns, dass du uns könnt, und mir ist der Frau, als wir dort glauben wollen, als wir dort gehorchen wollen, als wir den Wort vertrauen wollen. Herr, Frau, was du uns das vergeben, wo wir die nicht vertraut haben, wo wir selbstständig gehandelt haben, und gib uns, dass wir wurden in so einem Glauben, in so einem Vertrauen, die gegenüber leben. Herr, wir begehen verschiedene in uns Leben, verschiedene Herausforderungen, verschiedene schwere Entscheidungen, verschiedene schwere Dinge, die wir begehen. Herr, schenk, dass wir wurden alle, die ganz kindlich vertrauen, das Noah dort. Und da wird belohnt. Nur eine lange Zeit, dann immer kann er dort sein. Ich danke dir dafür für das Bild und gebe, dass wir wurden dort in uns Leben, das dort anwenden können. Und sehen wir da diesen Tag, sehen wir da diesen Feiertag, was wir feiern, der Erinnerung
an die naar Himmel fahren und dat du wahrer was kommen. Und dat wir wollen im Glauben stehen. Dat wenn du terugkommst in de Wolken, dat wir wollen die entgegengehen. Und wie die zu sein für alle Ewigkeit. Amen.